In seinen 6 Monaten seit dem Early Access Release auf Steam hat Farthest Frontier bereits neben diversen kleineren Hotfixes 2 große Content-Updates spendiert bekommen. Ich habe für euch berichtet. Nun steht mit Update 13 ein neues großes Content-Update in den Startlöchern, welches euch mit neuen Gebäuden und einigen Quality-of-Life-Features versorgt. Nachdem sich das Dev-Team von Crate Entertainment in den letzten Wochen vor allem mit der allgemeinen Performance beschäftigte und hier nochmal einige FPS aus dem Spiel herausholen konnte, möchte man sich nun wieder neuem Content für das Spiel widmen. Wie von der Community gewünscht, soll der neue Steinbruch die Steinbedürfnisse eurer Siedlung besser befriedigen können. Er ist ein Ressourcengebäude der Stufe 4, welches auf einem neu geschaffenen Steinfeld gebaut werden kann und dann fortan unbegrenzt Steine fördert. Jede Map soll mindestens ein solches Steinfeld beinhalten, bergige Karten möglicherweise sogar mehrere. Was natürlich auch bedeutet, dass ihr eine neue Partie starten müsst, um in den Genuss des neuen Gebäudes zu kommen. Neben dem Steinbruch wird es auch ein neues Forstwirtschaftssystem geben. So lassen sich dann Arbeitercamps auf Stufe 2 aufwerten, welche dann zusätzliche Arbeiter unterstützen und eine neue Einstellung für Baumpflanzungen freischalten. Mit dieser Einstellung können eure Arbeiter dann zu echten Förstern mutieren. Neue Bäume wachsen aber nicht überall gleich effektiv, sondern sind, wie Felder, auf die Qualität des Bodens angewiesen. Ihr müsst also nicht mehr Dekobäume pflanzen, um im Late Game eure Bewohner mit Holz zu versorgen. Ebenfalls neu ist die Tiefenmine. Wie der Steinbruch lässt sich diese nur auf einem dafür vorgesehenen Platz bauen und ist ebenfalls ein Ressourcengebäude der Stufe 4. Einmal gebaut könnt ihr hier von Lehm über Sand und Kohle auch Gold und Eisen unendlich fördern. Ein weiteres Late-Game-Problem war, dass eure Friedhöfe irgendwann übergelaufen sind und diese sich zudem nicht umplatzieren ließen. Mit dem kommenden Update soll das zum Wohle einer hübscheren Siedlung möglich gemacht werden. Allerdings nur gegen eine horrende Goldgebühr, die den Arbeitsaufwand beim Verlegen der Gräber darstellen soll. Der Goldpreis variiert dabei je nach Größe eurer Friedhöfe und Anzahl eurer Gräber. Das gleiche Problem besteht aktuell beim Stadtzentrum, welches sich nun ebenfalls gegen eine Gebühr umplatzieren lassen soll. Hierbei wurde auch ein Bug behoben, durch den man mit dem Löschwerkzeug das Stadtzentrum entfernen und zudem dann mehrmals neu platzieren konnte. Auch der Baumpfleger wird ein Update erhalten. Musstet ihr dessen Bäume bisher immer manuell nachpflanzen, wird er dies mit dem Update nun selbst bewerkstelligen können. Diese Funktion könnt ihr dann im Gebäude an- und ausschalten. Außerdem lassen sich dann die Obstbäume in einem Raster von 1x1 bis 3x3 setzen, um auch diesen Vorgang etwas zu beschleunigen. Auch eure Kompostierungsanlagen erhalten ein Update. So wird dann standardmäßig der Kompost auf dem Feld mit der geringsten Fruchtbarkeit verteilt, welches noch keinen Dünger erhalten hat. Man soll aber auch die Möglichkeit erhalten, das Ganze wahlweise auf das Feld mit der höchsten Fruchtbarkeit umzustellen oder die Automatisierung ganz abzuschalten, wenn man den Vorgang selbst manuell kontrollieren möchte. Update 0.8.2 soll Ende Februar oder Anfang März in den Testbetrieb gehen und dann für alle Mitte März freigeschaltet werden. Die Early Access Phase von Farthest Frontier soll noch das ganze Jahr und eventuell auch noch eine Zeit lang 2024 weiterlaufen. Wir können also noch mit vielen weiteren Updates rechnen. Spielt ihr dieses Spiel noch oder ist die Luft bereits raus? Bei mir ist sie das definitiv noch nicht, daher gerne ein Abo dalassen, damit ich euch weiter mit News zu Farthest Frontiers informieren kann.